Herzlich willkommen nochmal vom Formula Student Austria. Ihr hört es hier hinter mir, es ist wild. Wir dachten, wir machen euch mal ein paar Fotos und Videos von außen auch mal, damit ihr auch mal die Location so ein bisschen zu sehen bekommt. Es ist richtig krass hier, es ist auch richtig schön sonnig und warm, was ihr wahrscheinlich an mir sehen könnt. Und wir haben wieder, trotz dieser ganzen krassen Location hier gerne auch mal im Hintergrund, wir sind hier bei Audi am Stand und machen da ein paar sehr, sehr spannende Coding-Challenges für euch. Und wir verlassen jetzt das draußen und gehen wieder rein, da wo die Kellerkinder hingehören. Und ihr seht schon, hinter mir geht's los. Die sind schon alle dran, sind schon alle an der Coding-Challenge beschäftigt. Wir haben einmal die TU Fast, 2 von der TU Fast, 3 von der TU Fast. Ihr seid die krassen Leute, die hier die harte Challenge heute machen. Und einmal haben wir jemanden... Elephant Racing, Bayreuth. Elephant Racing, Bayreuth. Vorhin die Leute, die ihr gestern gesehen habt, die sind auch schon teilweise da gewesen, haben es auch probiert. Heute sind aber sehr viele Autos auch einfach auf der Rennstrecke, deswegen ist 4 Teilnehmer, die heute die schwere Coding Challenge probieren. Und ihr könnt das natürlich auch. Ich habe euch alles unten in der Beschreibung verlinkt, da könnt ihr einfach drauf gehen und dann könnt ihr selber die schwere Coding Challenge mitmachen. Und auch mal schauen, ob ihr das Ganze schafft. Diesmal haben wir versucht, was zu finden, was auch wirklich in der Praxis so vorkommt. Das heißt tatsächlich was auch zumindest remotely mit Autos was zu tun hat, mit Fahren, mit autonomem Fahren, mit Wegfindung. Ich werde gleich ein bisschen durch die Challenge durchgehen. Und ja, schauen wir uns am besten direkt mal an. Wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, dann einfach in den Livestream rein. Denn den habe ich auch immer mal wieder auf dem Schirm. So, ich gehe erstmal die Challenge mit euch durch. Und zwar ist erstmal die Aufgabe, also ihr habt ein unendlich großes Raster. Das heißt, ihr habt unendlich viele Punkte in einem Koordinatensystem, sozusagen im negativen und im positiven, X-Achse, Y-Achse. Und die Aufgabe ist jetzt hier, den Pfad zu finden, mit dem ihr von einem gegebenen Startpunkt zu einem gegebenen Endpunkt kommen könnt. Hört sich einfach an, also von 0,0 zum Beispiel auf 1,1 würdet ihr einmal nach rechts gehen, einmal nach unten gehen. Hört sich einfach an, ist aber in der Praxis ein bisschen schwieriger, weil natürlich die Strecken größer sind. Und weil es Hindernisse gibt. Und die Hindernisse sind auch definiert, die sieht man teilweise auch schon bei den Teilnehmern. Und zwar, die Hindernisse sind immer von bis. Das heißt erstmal von zum Beispiel Punkt 5 minus 5 bis Punkt plus 5 plus 5. Da liegt dann so ein Balken, da kann man nicht durchlaufen. Und die Idee ist, dass ihr dann sozusagen außen rumlaufen müsst. Und da stellt sich dann die Frage, ja, welcher Pfad ist eigentlich der kürzeste? Und den muss man dann eben ausgeben in rechts, links, oben, unten. All das kann man natürlich kombinieren. Es gibt natürlich auch unmögliche Fälle. Also zum Beispiel, wenn ihr in Hindernissen eingebaut seid, dann müsst ihr das rausfinden. Wenn ihr oder wenn das Ziel in Hindernisse eingebaut ist, dann kann man da auch nicht hinlaufen. Dann ist das Ganze auch unmöglich. Und all das muss man natürlich rausfinden. Und das dürft ihr schon mal gerne erraten, welchen Algorithmus man da am besten benutzen kann. Und ihr könnt das natürlich auch gerne zu Hause probieren. Wie gesagt, alles unten in der Beschreibung verlinkt. Ich werde mich jetzt hier mal kurz auf den Weg machen und mal kurz gucken, was hier so eigentlich passiert. Also zumindest euch mal ein kurzes Update geben, wer was eigentlich tut. Also ihr habt noch nicht angefangen, das finde ich gut. Das heißt, ich habe auch wenigstens was zu moderieren. Ich sehe, was passiert. Ansonsten gestern musste ich mich die ganze Zeit in neuen Code einlesen von sehr vielen Menschen. Und wenn du möchtest, kannst du... Ich weiß nicht, dürfen wir ChatGPT wieder? Ihr dürft alles benutzen, was ihr wollt. Du kannst einmal hier bei Python, damit du auch den Start- und Endpunkt hast, du kannst einmal kurz die Sprache switchen und dann kriegst du auch direkt gesagt, wie du Sachen einlesen kannst und wie du Sachen ausgeben kannst. Das wurde scheinbar irgendwie gelöscht. Genau. Wir nehmen für die Eingabe und die Ausgabe nehmen wir immer Standard Input und Standard Output. Und wenn man dann, ja genau, also das muss man halt irgendwie wissen. Das ist das Einzige, was man sozusagen über die Umgebung wissen muss. Genau, also da siehst du auch schon, Input würdet ihr quasi die erste Zeile einlesen und Print würdet ihr eine Zeile ausgeben. Wenn du mehrere Zeilen als Eingabe hast, musst du halt einfach häufiger Input aufrufen und dann kriegst du jeweils die nächste Zeile geliefert. Also als würdest du jemand eingeben. Genau. So, ich bin gespannt. Hier wird auch schon teilweise KI benutzt. Wir haben die ganzen Challenges ungefähr so designt, dass wir KI nicht als Lösungsmittel, als komplettes Lösungsmittel verwenden können. Echt? Echt? Wirklich? Eigentlich konnte... Was hast du benutzt? Wirklich, ChatGPT? Ich hätte es zu Hause ausprobiert, es hat nicht geklappt. Ja.
ChatGPT 4. Ja? Okay, dann zeig mal. Wir wechseln einmal kurz auf deinen Screen, dann das guck ich mir direkt bei mir auch im Stream an. 1, 2, 3, du bist Nummer 3, ne? Ja. So, zeig mal kurz deinen Code bitte. Lass uns da gerne mal durchlaufen. Aber, weißt du was, ich komme zu dir rüber. Nee, den Code, den du eingegeben hast bei uns. Ich komme zu dir rüber, dann kannst du es auch direkt selber moderieren. Auf Continue oder auf Close? Du kannst beides machen. Also, Close kannst auch Close machen. Ja. Okay. Du hast C-Code schreiben lassen. Es ist so dunkel. Siehst du, das wird das Problem gewesen sein. Ich habe Python-Code schreiben lassen. Ja, ich habe natürlich C genommen, Warum hast du C genommen? weil ich das als einzige Programmiersprache gelernt habe. Okay. Wann hast du es gelernt? Im ersten Semester, 4 Jahre her. Keine Ahnung mehr, deswegen ChatGPT benutzt. Ja. Und da ist es ja toll erklärt, warum man das so macht. Hast du wirklich einfach alles reingegeben und dann geguckt, was rauskommt? Ja. Okay. Klassisches Work smart, not hard. Richtig, genau. Ja, faule Menschen einstellen ist immer besser als fleißige. Gar kein A-Star, dann nutzt du Punch First. Okay. Dann erklär mir mal bitte den Algorithmus. Breath First geht's ja nicht. Ja, aber bei den Ja, da müsste ich jetzt erst mal gucken. Ja, mach mal. Finde ich gut. Sehr lange brauchen. Nee, aber Wundert mich, dass sieht schon mal das sehr, sehr gut klappt, aus. Also weil ich klar, glaube, es scheint zu funktionieren. klappt halt beim letzten. Ist auf jeden Fall sehr langer Code. Ja, da hast du Ja, recht. A-Star Ja. ist auch ein sehr langer Code. Also. Ich nehme an, das sind die Libraries, die man einbaut. Das ist richtig, ja? Dann kreiere ich mir hier einen Struct Ja. und Und dann nennst hier die meine- Point, okay. Ja, dann Das hast du schlau gemacht. Genau. Und dann nehme ich an, das sind die Schritte, in die ich gehe. Ja, das hört sich gut an. Genau, und hier strukturiere ich dann die Queue, welche Knoten ich nacheinander abarbeite. Oder? Also im Endeffekt hast du oben erstmal die Richtung definiert. Das heißt, das eine ist die Richtung, Ah, die X und Y. genau, also X- und Y-Richtung und das eine ist dann hoch, runter, links, rechts, genau. Dann hast du einen Knoten definiert. Soll ich dir jetzt einen eigenen Code erklären? Ja, bitte. Ja, bitte. Okay, dann hast du einen Knoten definiert, der natürlich einen Point beinhaltet. Also Point ist quasi die Koordinate, also XY-Koordinate. Und der Knoten hat einen Vorgänger. Das heißt, du definierst sozusagen eine rekursive Datenstruktur. Predecessor. Genau, mit einem Vorgänger, Ja. damit du weißt, wo du quasi herkommst. Ja. Das ist eigentlich sehr, sehr smart, muss ich da mal sagen. Hast du schlau gemacht? Ja, schau, ich habe hier am Anfang, hat hier Melina was toll aufgezeichnet. Ja. Und das ist so die Basis dafür. Ja, okay. Erstmal das Problem verstehen Ja, das ist gut. und dann, Das Visualisieren. die richtigen Leute fragen, die es lösen können. Und in dem Fall Cool, ja, finde ich gut. findet man die Lösung auch online. Ja. Nee, also im Endeffekt, du hast dann ein paar Funktionen definiert. Das eine ist halt, ob es ein Hindernis ist. Da guckst du einfach nur, ob es im Bereich von dem Hindernis ist. Das ist eine super Funktion, damit du das machen kannst. Und die nächste scheint wirklich schon BFS zu sein, also Breadth First. Also das heißt eine Breitensuche im Endeffekt. Das heißt, du suchst immer, kann ich den Knoten weiterlaufen, kann ich weiterlaufen, kann ich weiterlaufen, kann ich weiterlaufen. Solange bis du sozusagen nicht mehr weiterlaufen kannst und dann löscht du alles, was bis dahin war, weil ist halt eine kaputte Lösung gewesen. Genau. Also machst du im Endeffekt mit allen Knoten, löscht dann alles, was in diese Richtung gegangen ist. Und also wenn du halt auf ein Hindernis stößt und wenn am Ende keine Lösung mehr übrig bleibt, dann gibst du Impossible aus und ansonsten gibst du halt die Queue aus. Ja? Finde ich gut. Macht Sinn. Macht absolut Sinn. Ist ein Breitensuchansatz. Hättest du noch einen anderen Algorithmus, den du benutzen könntest? A-Star. Das ist richtig. Dijkstra-Algorithmus. Mit dem weiß ich nicht, ob du schnell genug wärst. Aber würde theoretisch wahrscheinlich auch gehen. Schnell genug wofür? Oder dass schnell der genug, dann damit quasi der- nicht aus Ja, genau. Timeout. Genau, dass es halt nicht irgendwann... Also Breitensuche hatten die beiden anderen vorhin auch in C# probiert. Der war für die letzte Challenge zu langsam. In C scheint es zu funktionieren. Ja? A-Star in Python von ChatGPT, einfach nur so als Test. weil Aber ich hast du das gesagt A-Star? Nee, aber ich wollte nicht sagen. Okay.
Aber der X ist nicht schnell genug. Siehst du? Ja. Aber es ist halt Python, ist halt langsam. Python ist einfach langsam, ja. Deswegen benutzt ihr wahrscheinlich in der Praxis auch ERC. Codest du für deinen Car? Nein, Du codest nicht? nein, ich bin Team-Captain. Ah, du bist Team-Captain, okay. Was macht man so als Team-Captain? Das ist eine gute Frage. Ich habe viel gemacht, die Mischung aus Business Development mit Sponsoren, Ja. aus schauen, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit mit den richtigen Mitteln am richtigen Ort sind, um dann die wichtigen Aufgaben zu lösen. Ja. Also ein sehr High-Level-Projektmanagement. Also schon, aber auch, ja. auch manchmal ein bisschen wie der oberste Personaler, dass alle ganz gut miteinander auskommen Hast vielleicht. du dann auch so eine C-Rolle in deinem Team? Ja, also so rein, wenn man das als hierarchische Pyramidenstruktur betrachten würde, Bist du CEO. ja. Krass. Nice. Und dann haben wir aber noch einen Technical Director Mechanics und einen Technical Director Electrics Ja. oder Electronic, die jeweils dann noch 3 technische Subteam-Leads haben und dann kommen die Bauteilverantwortlichen. Okay. Genau. Cool. Die dann programmieren. Das heißt, ich programmiere nicht selbst. Ja. Du gibst die Programmierarbeit einfach ab. Ja, beziehungsweise, ja, das kann man so sagen. Also du schaust im Endeffekt, was muss getan werden und organisierst dann einfach die Teams so, dass es halt läuft. Im Idealfall ja. Okay. Das ist ja cool. Das Allermeiste, je weiter es ins Detail geht, desto mehr machen das natürlich dann die Subteam-Leads, beziehungsweise auch die BTVs selber, weil die selbst die Experten für ihr Problem sind. Ja. Das heißt, ja, das Team enable, dass sie ihren Job machen können. Das ist, glaube ich, das, was man immer mal wieder braucht, ja. Sehr cool. Okay, ich glaube, das war die schnellste Lösung, die wir heute bekommen werden. Oder jemals bekommen haben, wahrscheinlich auch. Finde ich gut. Abgegeben hast du es auch schon? Ja, Genau. Dann vielen Dank, dass du dabei warst. Hat hoffentlich Spaß gemacht. hat mich gefreut. Ist immer wieder lustig. Ja, also wir sehen, die algorithmischen Challenges scheinen doch allmählich von KI gelöst werden zu können. Hast du wirklich einfach alles reinkopiert, so wie es war, oder hast du einen kleinen Ansatz gegeben? Das habe ich jetzt nicht gesehen gehabt. Ich habe Folgendes gemacht. Oh, das ist sehr viel. Ich habe gesagt, solve the following challenge and program the code in C. Das war dein Prompt. Ja, okay. Doppelpunkt. Und Los alles. geht's. Und dann alles von uns. Ja. Schön. Ja gut. Vergiss nicht, dich auszuloggen. Dankeschön. So, dann haben wir tatsächlich schon ein paar Leute, die es gelöst haben, offensichtlich. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es bei den anderen aussieht. Wir müssen einmal kurz rübergehen. Ich will den Livestream auch sehen können, natürlich. So. Coole Challenge, let's go. Finde ich gut. Habt ihr schon probiert, das Ganze bei euch zu lösen? Habt ihr schon irgendwelche Sachen probiert, irgendwelche Algorithmen probiert, irgendwelche Code-Ideen gehabt? Dann schreibt es gerne einmal kurz in den Chat rein. Ich sehe da noch nicht so viel Aktivität. Das liegt natürlich auch daran, dass ihr selber am Coden seid, das verstehe ich. Trotzdem, wenn irgendwas ist, einfach reinschreiben. Währenddessen rutsche ich mal kurz rüber und schaue bei den anderen rein, wie es da funktioniert oder wie es da läuft. Was habt ihr gemacht? Wir versuchen den Python-Code schneller zu machen, weil er zu langsam ist. Ja. Und wir versuchen herauszufinden, ob die Lösung von ChatGPT irgendwo unnötige Schritte geht. Es ist ja nur ein Ace da, den kann man ja einfach so implementieren. Ja. Findet man auch im Internet, das ist jetzt nicht so das Problem. Aber das ist halt der eigentliche Ansatz, weil im Worst Case bin ich immer noch so langsam wie eigentlich eher mit Bread First Search. Also Tatsächlich, war schneller schon. heißt in dem Sinne, wie viele Richtungen ich durchschaue. Ja. Ja. Nicht Zeit, weil Zeit sind wir offensichtlicherweise langsamer, weil wir in Python programmieren. Gut, aber wir haben auch das Ganze angepasst, ne? Wir haben das Ganze angepasst. Das heißt, ihr seid klar immer langsamer, aber ihr kriegt einen Faktor oben drauf, weil ihr in Python programmiert. Also ihr kriegt einen Faktor länger Zeit. Das wird geweightet, achso. Das wird ein bisschen geweightet, weil Python im Grunde genommen langsam ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir es geweightet haben. Python ist nicht so viel langsamer. Aber ist Python 3? Ja. 2.7 wird ja gar nicht mehr richtig unterstützt. An alle, die zuschauen, benutzt nicht 2.7. Ja, ich weiß, 2.7. Weiß ich nicht, dann macht Aber es es vielleicht irgendwo Mist. Aber wir wissen noch nicht genau wo. Es sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Lass mal kurz hier reingehen. Das macht eigentlich Also ich meine, oben funktioniert es ja auch. Genau. Wobei, gibt ja immer Impossible aus?
Nee, der macht schon richtig. Bei den anderen ist es, Ah ja, das Beispiel ist so riesig. So, hier. die Beispiele sind zu groß. Ja, das ist ja Absicht, damit ihr einen effizienten Code schreiben müsst. Ja, das dachte ich mir schon fast. Aber ich hatte nur eine Laser. Aber ja, da scheint Aber es es zu hat mich aber funktionieren. nur Also, interessiert. Ich habe es einfach ja. nur genau eingegeben und mich Ja. hat interessiert, ob das ChatGPT also auch ich hätte ist. nicht gedacht, dass ChatGPT in C besser ist als in Python, bin ich ehrlich. Das hätte ich auch nicht gedacht. Was heißt denn besser? Also er löst, Also ja, das er löst ist ja das Er Problem. löst es ja auch anders. Es ist ja ein anderer Algorithmus, Ja. trotz dass du exakt dieselbe Aufgabenstellung reintust. ChatGPT ist halt doch nur Wahrscheinlichkeit. So ist es. Welcher Algorithmus ist am wahrscheinlichsten, dass man ihn in Python braucht? Wahrscheinlich ist C einfach optimierter oder so. Wenn du wirklich einen Pathfinding-Algorithmus implementieren willst, der effizient sein soll, dann nimmst du C, ja. Ja. Oder C++. Was benutzt ihr bei euch am Auto? Das weiß ich nicht. Weil ich mach das nicht. Ah, du schreibst gar nicht? Okay, Nee. schreibst du? Ja, aber wir benutzen tatsächlich Pathfinding Python. Python? Wir machen ja die Lonely Triangulation, Ja. sprich, da gibt es eine Funktion, die Lonely Triangulation, und dann iterieren wir über die Neighboring Trees, aber nicht mit einer Randomness, sondern mit einer Heuristik, und Okay. gleichzeitig nehmen wir auch noch alle Faktoren mit rein, Okay. wie das Auto sich bewegt, was ist unser Maximum an Orientation, Change und so weiter. Also wir nennen das Intelligent Neighboring Trees. Ein eigener Ansatz dann? RT, ja, einfach angesetzt. Also Ja. weil RT einfach zu langsam ist und dann einfach, du willst ja nicht random, du weißt ja, wo die Punkte sind. Du suchst ja ungefähr deinen Mittelweg in, Ja. jedem Dreieck, nur um dann entweder zu interpolieren oder eine B-Spline drüber zu legen. In unserem Fall eine B-Spline, damit du es auch kontinuierlich hast für... Ja. Das heißt, ihr macht dann auch tatsächlich Autonomous Driving Challenge? Ja, Okay. Und da benutzt Driving Challenge in Also im FSG. Sinn- Ja. Ja. Auf Formel Student. Genau, ja. 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 Okay, und wie macht ihr da habt ihr wahrscheinlich auch Sensoren. Welchen Sensor habt ihr da benutzt? Wir nutzen eigentlich nur einen LiDAR, Okay, leider. also ja. einen Auster OS 1, Below Horizon, 64 Layer, REV 7. So. Wieso leider und nicht Kamera? Warum? Also die Entscheidung? Die Entscheidung ist einfach, dass du mit LiDAR das besser klassifizierst. Also für Kamera brauchst du immer ein neuronales Netzwerk. Ja. Das hast du immer, du musst es trainieren, du musst es effizient hinkriegen. Du hast nicht so eine weite Reichweite bei den meisten Kameras. Es kommt auch immer auf die Kameras drauf an. Um einen großen Öffnungswinkel zu kriegen, brauchst du mehrere Kameras. Ja. Die musst du dann wieder fusion. Wir haben einen LiDAR, der dreht sich um 360 Grad. Wir nutzen 180 Grad. Die reichen uns vollkommen. Der Rest wird vom Heckflügel weggenommen. Die Genauigkeit von der Point Cloud ist einfach so viel genauer. Die Farbinformationen, die uns die Kamera gibt, die brauchen wir für unsere Implementierung nicht. Okay. Aber das nutzen ja viele Teams, dass sie einfach fusion. Wir arbeiten tatsächlich schon daran, mittlerweile von dem LiDAR aus eventuell die Farben durch Intensitäten zu bekommen, um dann auch wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Aber an sich reicht es dir vollkommen aus. Und wenn du mehr Sensoren hast, die musst du auch wieder anbringen. Ja. Musst du wieder gucken, wo du sie mounten kannst und dann eben wieder zusammenführen. Und dann immer, ja, das Du hast immer deine ja. Fusion Das ist und da immer musst du mehr immer, Arbeit im Code eigentlich, ne? Ja. das ist immer mehr Arbeit und es ist tatsächlich nicht so der Mehrwert, den wir, also es rechnet sich bei uns nicht. Ja. Das haben wir immer abgewogen und bei uns rechnet sich tatsächlich nur Ja. der leider am besten. Dann einfach am besten direkt ein LiDAR und dann ist gut. Dann Genau. hast du schon alle Informationen, ja. Cool. Das reicht für uns. Andere Teams machen es anders, Ja. aber ist ja Okay. jedem selbst überlassen. Jeder entwickelt weiter. Ja. Ja. Dann schauen wir doch nochmal hier kurz auf die Code Challenge. Also ihr habt ja nicht alles gelöst, ne? Das ist ja das Schöne, wenn man ChatGPT hat, dann funktioniert es manchmal, aber nicht immer. Jetzt fragen wir hier nochmal Die kurz. letzten sind, glaube ich, einfach zu langsam. Ja. Aber ich komme auch mit Das dem. Time Limit. Ist es wirklich das? Ja, es ist das Time Limit. Ja. Da muss man jetzt natürlich noch ein bisschen was optimieren. Wie könnte man das optimieren?
Wollt ihr noch weiter lösen dran? Ich würde kurz schauen, wie wir schneller Ja? kriegen. Dann probiert mal. Dann komme ich mal darüber. Einen ähnlichen Ansatz gewählt wie der Flo, der hier als erstes das Ganze gelöst hat. Aber ich wollte C++ verwenden. Da Okay. war es jetzt auch zu langsam leider, schätze ich mal. Also ich kann die Tests hier alle abschließen, aber abgeben funktioniert nicht. Ah, du kannst alle Tests abschließen. Genau. Ah, dann haben wir im Hintergrund aber noch ein paar Tests, die noch ein bisschen langsamer sind. Aber du bist schon weiter als die beiden. Weil die hatten den letzten nicht lösen können. Das heißt, du bist schon mal noch ein Stückchen schneller. Genau, ich wollte sehr jetzt gut. auch mal probieren, ob der A-Star-Algorithmus Ja. vielleicht mehr hilft, weil im Moment ist es ein BFS-Algorithmus. Ja. Jetzt wollte ich einfach mal die Sprache wechseln und schauen, ob das tatsächlich was bringt, weil ich habe zuerst das Ganze in Python probiert, dann Ja. war es aber zu langsam. ChatGPT hat zwar auch was Funktionierendes geschrieben. Jetzt bin ich gerade mal am gucken. Okay, das heißt, du probierst auch Breadth First? Genau, jetzt will ich noch In C++. Genau, in C++. Okay, und davor hattest du Davor A-Star habe ich probiert? A-Star in Python Ja. und auch Breadth First in Python, aber das war dann jeweils zu langsam. Okay. Kann man natürlich auch machen. Also einfach quasi gucken, ey, welche Sprache ist eigentlich die schnellste, Genau, beziehungsweise hab ich welche ist mir schneller genug und dann einfach neuen werfen lassen. Finde ich gut. Ja, ist auch ein schlauer Ansatz. Also ihr seht hier einen völlig neuen Ansatz. Ihr seht einen völlig neuen Ansatz für Coding Challenges insgesamt. Man geht gar nicht mehr her und schaut, wie man es algorithmisch am besten lösen kann, sondern man guckt, welche KI benutzt man und wie setzt man sie ein und was macht man wohl wie am effizientesten. Ich bin mal hier ganz kurz am Kommentare lesen. Was denkt ihr, warum so viele mittelständische oder auch große Unternehmen noch nicht auf AI-Pair-Coding setzen oder sich immer noch schwer damit tun? Es ist einfach eine große Änderung. Das heißt, eine große Änderung bedeutet immer, dass du irgendwas machen musst und irgendwas ändern musst vor allem. Deswegen, ja, schwierig. Wegen unserem teilweise Lags vielleicht. Es kann daran liegen, dass wir einfach mit mobilem Internet gerade streamen. Aber appreciated mal kurz, wie gut das ist. Also ich meine, wir haben einen Livestream für euch mit mobilem Internet, mit 3 fetten Kameras, mit 5 Laptop-Screens, die wir alle übertragen können. Das finde ich super. Ja, genau. Also, wenn ihr das aber zu Hause auch mal probiert habt, ich bin sehr gespannt, was ihr schreibt, wie ihr das gemacht habt. Ich gucke hier gerade noch mal kurz rein. Da geht es ein bisschen vorwärts. Das ist jetzt bei dir ist das, okay. Aber ihr arbeitet quasi zusammen jetzt, oder? Ja, nachdem ich dann auch nur noch ChatGPT geöffnet hätte und den gleichen Code wahrscheinlich rausbekommen hätte, Ja. ist mir das dann redundant. Es war aber eigentlich war der Ansatz schon ein anderer. Also nicht einfach ChatGPT nutzen, Aber nachdem Aber- unser Nachbar dann schon vorgelegt hatte damit, dann war einfach das Interesse da, ob es ChatGPT lösen kann. Und da es es nicht gelöst hat, weil es zu langsam ist, ist jetzt die Challenge eine andere, nämlich den so schnell wie möglich zu machen und nicht nur. Das heißt, ihr müsst ihr müsst das optimieren, was ChatGPT rausgeworfen hat und dann schauen, dass ihr das hinbekommt. Das finde ich einen guten Ansatz, das mache ich doch jetzt. weil, also wie gesagt, ich hatte es ja auch probiert zu Hause und hatte es eigentlich auch nicht hinbekommen, deswegen war ich so erstaunt, dass es in C so gut funktioniert hatte. Sollen wir noch programmieren lernen? Ja, natürlich sollst du. Du kannst ja den Code nicht mehr optimieren, wenn die KI den für dich geschrieben hat, wenn du nicht coden kannst. Genau, da schreibt es auch schon der Nächste. Also man muss natürlich trotzdem immer noch coden können, weil ansonsten kannst du die Ausgaben nicht verwenden, kannst damit nichts anfangen, kannst nicht debuggen. Genau. Um Ideen zusammen, das ist, glaube ich, die beste Idee hierbei. Ich switche mal kurz rüber auf deren Screen und schauen wir mal an, was sie gerade machen. Also aktuell wird gerade hier der A-Star-Algorithmus ein bisschen optimiert. Dazu müssen wir natürlich erstmal den Algorithmus verstehen. Seht ihr, da brauchen wir die Coding-Skills. Im Endeffekt haben wir eine Liste an Richtungen. Das heißt, wir gehen entweder nach unten, nach oben, nach rechts oder nach links. Und definieren dann jeweils unseren Nachbar. Also ein ähnlicher Ansatz wie auch der C-Code von vorhin war. Wir haben da im Endeffekt den Knoten drin und schauen uns an, okay, welcher Knoten kommt sozusagen davor. Und dann bekommen wir hier einen Score.
Das Ding ist, A-Star ist ja eigentlich ein Algorithmus, der mit gewichteten Graphen arbeitet. Das heißt, wenn ich sozusagen von A nach B gehe und die beiden Punkte liegen nebeneinander oder die beiden Wege liegen nebeneinander, dann kostet mich das etwas. Das könnt ihr euch zum Beispiel so vorstellen, wenn ich mit dem Auto fahre, von Berlin nach Potsdam zum Beispiel, dann kostet mich das zum Beispiel 45 Minuten. Völlig random Zahl ist gerade. Wenn ich aber eine andere Strecke nehme, kostet es mich vielleicht eine Stunde und nochmal eine andere Strecke 1,5 Stunden. Klar, jeder Weg führt mich dahin, aber ich will immer den kürzesten haben. Und deswegen sind das gewichtete Graphen. Man nimmt sozusagen die Zeit, die man braucht, als Kosten mit rein. Und jetzt sehe ich den Code nicht mehr. Aber das ist okay. Deswegen, A-Star arbeitet normalerweise eben mit den gewichteten Graphen. Das heißt, der überlegt, okay, welches ist eigentlich wirklich mein kürzester Weg? Nicht von jeder ist gleich viel wert, jede Strecke ist gleich viel wert, sondern wie lange brauche ich für die jeweilige Strecke. Das ist ein bisschen flexibler dadurch, aber in ihrem Code ist der natürlich, ist hier immer der Weg, das habt ihr ganz kurz gerade gesehen, auf +1 gesetzt. Das heißt, in unserem Fall ist jetzt alles genau 1 wert. Also es kostet nicht irgendwie mehr, irgendwas zu machen. Es kostet nicht 5, wenn ich zum Beispiel den Weg nehme und 3, wenn ich den anderen Weg nehme. Deswegen kann ich immer einfach +1 als Score rechnen. So. Genau. Jetzt gucken Sie sich gerade die Datenstruktur an. Ich muss mich auch immer wieder einlesen. Ich habe ja den Code davor auch noch nie gesehen. Ich kommentiere einfach live, was ihr da gerade macht. Ich gucke hier bei mir zu, was ihr da schreibt. Das ist super. Ja. Aber wir haben den Code auch noch nicht gelesen. Ja, tatsächlich. Ich habe den auch gerade generieren lassen, sozusagen. Wird eine Heap Queue berechnet. Okay. Genau, und ihr seht da unten eben die Nachbarn, die Scores, die aufeinander gerechnet werden. Hier der Tentative G-Score ist das, was ich gerade gemeint habe mit dem gewichteten Graph. Und wir machen einen potenziellen neuen G-Score. Den wir schon abspeichern. Gucken wir den an. Ich höre gerade so ein bisschen gespannt zu. Schaut euch das einfach mal hin. Das finde ich ganz interessant. Okay, weil ich glaube nämlich, ob es schlau ist, jedes Mal in dieses Dictionary zu durchsuchen nach unserem G-Score, ob wir nicht einfach den G-Score praktisch an der Knoten irgendwie mitspeichern können. Also wenn wir aus dem Heap hier die Current Position rauspoppen, können wir nicht zu jedem Punkt noch den G-Score mit dazu speichern. Dann müssen wir nicht immer in dem Dictionary nach dem G-Score von unserem Punkt schauen und speichern den einfach immer mit. Verstehst du, was ich meine? Weil so müssen wir jedes Mal, wenn wir praktisch durch die Liste gehen und nach dem... Aber dann würde ich nicht nur den G-Scores speichern. Ja, alles auch praktisch. Alles. F-Score. Ja, aber ich würde einfach die Datenstruktur ändern. Ich glaube nicht, dass du den G-Score Dictionary brauchst. Brauchst du nicht. Also wo machen wir das? Wir machen hier... Wo machen wir das? Gut, also Sie wollen gerade das ganze Ding optimieren. Das heißt, Sie überlegen, was können Sie rausschmeißen. Und in Ihrem Fall haben Sie jetzt gesagt, okay, der Score, der ist einfach nicht nötig, weil sowieso jeder Weg 1 wert ist. Also brauchen Sie ihn nicht. So die Idee dahinter, wenn ich das richtig verstanden habe. Passt, alles gut. Ignoriert mich. Genau, sehr, sehr spannend. Ich gucke nur mal kurz in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr ja auch noch Ideen, was man tun. Oh, das sind viele. Kann jemand den Challenge-Text hier reinstellen? Unten in der Beschreibung ist die Challenge verlinkt. Die könnt ihr einfach benutzen. Das heißt, ihr könnt da einfach reingucken und selber die Challenge gerne probieren. Da ist natürlich auch dann die Beispiele von der Challenge verlinkt und alles. Genau. Ja, genau. Jetzt werden sich hier die Docs angeguckt, finde ich sehr, sehr gut. HeapQ ist im Endeffekt auch eine extra Datenstruktur, die Python zur Verfügung stellt. Das ist im Endeffekt eine HeapQ, also Q ausgeschrieben als Warteschlange sozusagen. Und hat seine Vorteile, aber eben leider auch seine Nachteile. Genau. Da kann man auch richtig viel optimieren tatsächlich. Wo wir Heap Push machen, tu mal da hinten noch zu jedem Punkt praktisch, immer wenn wir Heap Push machen,
tun wir noch statt 0 und Start, weil 0 ist 0 der G-Score? 0 ist doch schon der G-Score, oder nicht? Den holen wir uns doch. Ne, hier ist der G-Score. Was ist die 0? Die nutzen wir gar nicht, die wird gar nicht ausgelesen. Hier. Also die wird immer ignoriert. Warte, wird die sicher, wird die immer ignoriert? Oder brauchen wir die am Ende vielleicht, wenn wir dann irgendwie das... Ich würde sie nicht rauslöschen. Okay, also was wir gerade auch noch gefunden haben ist, der Heap hat hier eine Zahl generiert, die es gar nicht braucht. Also beim Poppen wird ja immer was freigegeben. Also ihr könnt euch das so vorstellen wie eine Liste im Endeffekt, wenn ihr so wollt. Wo ihr dann, wenn ihr ein Element poppt, dann entfernt ihr es aus der Liste raus und habt das dann in der Hand. Das heißt, ihr könnt mit diesem Element weiter arbeiten. Und in dem Fall Weil der F-Score bleibt ja für alle gleich. brauchen sie ihn gar nicht, weil, also das Element ja, aber das davor brauchen sie nicht. Aber dann der F-Score ist nicht, aber dann... Doch, ich würde auch... Aber das können wir doch auch einfach... Das... Der G-Score... Pack mal G-Score und F-Score in dieses Tupel da oben rein. Einfach. Jetzt würde mich ja natürlich noch interessieren, wie die Heuristikmethode, da ist sie. Die Heuristikmethode sagt, Abs von A minus B plus A1 minus B1. Das ist im Endeffekt, wie weit sind die Punkte voneinander entfernt. Also, ich rede gerade über die Heuristikfunktion von A und B. A und B sind ja Punkte. Und man schaut im Endeffekt, wie weit sind diese Punkte voneinander auseinander. Man rechnet hier aber Abs drauf, das heißt den Betrag von diesen beiden jeweils. Also Betrag von der x-Koordinate, von dem Abstand der x-Koordinate plus Betrag von der y-Koordinate, also Abstand, damit man rausfinden kann, wie weit sind diese Punkte eigentlich voneinander entfernt. Und das ist sehr, sehr interessant, weil dadurch bekomme ich ja auch im Endeffekt grundsätzlich zumindest die Idee, wie viele Zeichen ich brauche, plus und minus. Das Problem dabei ist, dass da die Hindernisse natürlich noch nicht drin sind, aber ich kann die Heuristik ja für alles Mögliche benutzen. Und im Zweifelsfall muss ich ja sowieso an meinen Hindernissen so eng wie möglich dran vorbeilaufen und dann wieder zu dem Zielpunkt nach unten oder oben, um dann möglichst minimale Heuristik zu haben. Das heißt, diese Heuristik gilt es eigentlich zu minimieren. Und das ist das, was wir im ganzen Algorithmus eigentlich machen wollen. Deswegen ist die auch relativ zentral für unten. Muss man aber natürlich trotzdem erstmal definieren. Genau. Und die Heaps, also dieser Heap Queue, enthält ja genau diesen F-Score. Und wenn ihr mal in Zeile 72 schaut, der F-Score berechnet sich aus dem G-Score, also dem Wert sozusagen, plus der Heuristik. Und die Heuristik ist ja im Endeffekt, wie weit die Punkte voneinander entfernt sind. Und das ist schon sehr effizient gemacht. Das heißt, es wurde hier nicht geguckt, wie weit kann ich da eigentlich laufen, sondern kann ich im Endeffekt, also ich berechne eigentlich den Abstand direkt und dann schaue ich, wie nah kann ich eigentlich da dran vorbeilaufen. Genau. So, jetzt gucke ich gerade nochmal hier in den Chat rein. Es fehlen Personen, die solche Systeme in die Abteilung bringen, sodass die AI dann auch nur intern Daten verwertet. Es kein Problem mit dem Datenschutz, Produktsicherheit und Compliance gibt. Genau, das ist für interne Software von Unternehmen oftmals ein großes Thema. Muss man sich dann selber überlegen. Das Positive ist natürlich, wenn man Open Source ist, dann kann man das getrost ignorieren. Und das macht natürlich auch sehr, sehr angenehm die Sachen. Größere Firmen machen in der Regel Verträge mit OpenAI, schreibt hier jemand. Es gibt mittlerweile auch einen OpenAI Teams-Account, da kann man auch ganz einfach dran gehen und da wird auch garantiert, dass die Sachen nicht fürs Training benutzt werden. Aber ja. Claude 3.5, C++, keine 3 Minuten für alle 3 Challengers, das schreibt hier jemand. Warum hast du Claude 3.5 genommen? Also, ich meine, klar, wir kennen die Benchmarks, 3.5 so nett, soll ja nochmal ein bisschen stärker sein als ChatGPT. Aber ja, also ich meine, klar, wissen wir. C++ finde ich gut. Hat jemand von euch beruflich in einem großen Unternehmen zum Beispiel schon Zugriff auf Copilot Workspace?
Ich kenne nicht viele Entwickler, schreibt hier jemand. Ich fairerweise auch nicht. Ich habe mit einem Unternehmen gesprochen, die das gerade erst bei sich integrieren. Das ist immer ein recht langer Prozess und es dauert einfach ein bisschen. Dementsprechend ist halt ein Prozess. Also es dauert einfach, bis alle das bekommen. Und Copilot Workspace habe ich jetzt nicht so viel Gutes von gehört. Dauert einfach und ist wahrscheinlich einfach noch in the making sozusagen. So, ich rutsche wieder rüber auf den Screen und gucke mir nochmal an, was sie hier gerade machen. Das heißt, sie optimieren gerade die A-Star-Methode. Hat es denn noch jemand anders geschafft, außer demjenigen, der hier geschrieben hat, er hat Sonnet benutzt, also Claude 3.5? Einmal gerne in den Chat schreiben. Okay, if neighbor not in G-Score or tentative G-Score, kleiner G-Score von neighbor. Muss ich kurz überlegen, was das bedeutet. Also wenn der Nachbar nicht schon abgelaufen wurde sozusagen, oder wenn der, ich glaube, tentative G-Score meint den akkumulierten G-Score, das heißt quasi, wie weit ich insgesamt gelaufen bin. Sprich, wenn ich noch nicht bei dem Nachbar war oder wenn ich einen anderen Weg gekommen bin, also von woanders zum Beispiel gekommen bin, zum Beispiel statt, ich bin rechts durchgelaufen, rechts runter, links, sowas, um Hindernis drumherum. Wenn das zum Beispiel kürzer ist, als wenn ich den anderen Weg nehmen würde, das ist dieser Tentative G-Score. Wenn das kürzer ist, dann nehmen wir den Nachbarn mit rein. Ich glaube, so ist das gemeint. Genau, und dann wird hier wieder mit der Abstandsheuristik draufgerechnet. Jetzt gilt es natürlich eigentlich, den Code nur zu verändern, ohne ihn wirklich zu verändern. Also im Endeffekt das, was sie jetzt gerade machen, ist Refactoring. Sprich, sie überlegen, wie sie den Code einfach schneller bekommen. So, wir wechseln einmal kurz rüber zu unserem anderen Teilnehmer und ich schaue mir mal an, was er hier macht. Ich würde auch tatsächlich mich mal zu ihm wieder setzen. Dann können wir das einmal kurz uns gemeinsam angucken. Hi. Ich guck mal kurz, was machst du so gerade? Das Ganze in C jetzt auch ganz gut funktioniert eigentlich. Okay, in C, Das Problem ist jetzt, oder beziehungsweise ich würde das jetzt ganz gerne auch in Python einmal hinbekommen mit ChatGPT. Also in C hast du schon geschafft? Genau, er hat zumindest alle Testcases hier geschafft. Okay. Ich konnte das nicht abgeben, aber ja, wahrscheinlich war es ein bisschen zu langsam, aber ich würde jetzt ganz gerne einmal schauen, warum ChatGPT das Ganze in Python nicht schafft. Ja, das ist faszinierend. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass C so viel einfacher ist als Python in dem Sinne für die AI. Man erwartet eigentlich, dass die Trainingdaten deutlich mehr Python enthalten. Hat's geklappt? Jetzt auch, Du kannst dir Beispiele auch zurücksetzen auf der linken Seite, wenn du möchtest, dann siehst du es direkt. Ja, okay. Die sind grün. Da ist einer rot. Was ist das? Da ist tatsächlich Incorrect Answer sogar. Also ist irgendein Fehler aufgetreten. Oh, das Display spiegelt übel. Hey. Ich muss mich auf die andere Seite setzen. Ich sehe leider nicht viel. Sorry. Jetzt. Hier ist es ein bisschen besser. das Trackpad hier. Das Trackpad ist interessant. Schauen wir mal, ob ich irgendwie rüberkomme. Das Trackpad ist die größte Herausforderung. Okay. Also da Okay, ist hier auf gehen jeden wir Fall. tatsächlich auch total in die falsche Richtung. Wir gehen nach oben und dann nach rechts statt nach links und dann nach unten. Interessant. Guck mal, hier ist nochmal was falsch. Ah, den Fehler haben Aber die Fehler sind an sich nicht die. Also die Zeichen an sich, wie viele Zeichen jeweils kommen hintereinander, ist schon mal richtig. Das ist wahrscheinlich Kann ist es natürlich ein auch sein, dass einfach die Oben-Unten-Fehler. oder Zeichen so. nicht richtig genau. Aber dann werden die anderen auch falsch. Ist die Frage, ob da vielleicht nur links und rechts drin ist. Ah, ist auch oben und unten drin. Ja, hier ist einfach die beiden Zeichen vertauscht. Genau, das ist okay. Also das nach. Ah, wobei, nee, warte.
Also es gibt ja immer mehrere Ja. Möglichkeiten. Links wurde mit rechts vertauscht, oben mit unten vertauscht. Dann war es richtig. Und dann wurde nach rechts mit nach unten vertauscht. Ah nee, halt, warte. Das war jetzt tatsächlich davor noch nicht gehabt, dass die Antworten falsch waren. Ja. Interessant. Machen wir mal die ganz leichte Lösung. Das ist die große Preisfrage. Welches GPT hast du hier? Also welches benutzt du? Eigentlich war es 4, aber ich glaube, das wird irgendwann auf 3 zurückgestuft, wenn wir zu viele Anfragen. Das kann gut sein, dass das der limitierende Kann Faktor natürlich ist. das Problem sein. Wobei ich tatsächlich auch mit 4O es nicht geschafft habe, es zu lösen. Also Okay. Schauen wir mal, ob Fehler gefunden wurden. im Endeffekt, ihr seht hier AI-Debugging in real time. Ist auch was du dann bei eurem Team benutzt? Also benutzt du AI zum Coden? Teilweise ja. Also ich habe recht viel mit Embedded-Sachen zu tun, wo ich dann teilweise Register ansteuern muss. Da ist es manchmal ganz angenehm, wenn man wirklich diese Register, die Tabelle vom Datenblatt einfach in ChatGPT kopiert und sagt, erstell mir dafür mal Structs, dann ist das Ganze zu programmieren einfach viel angenehmer. Ja. Das sind so repetitive Aufgaben, da ist ChatGPT ziemlich gut drin. Da benutze ich das dann schon ganz gerne mal für. Ansonsten so algorithmisch habe ich wenig tatsächlich bei mir zu tun, weil Embedded-Sachen oft relativ rudimentäre Funktionen haben. Genau, da braucht Auch dann man, in C geschrieben bei euch? Genau, auch in C geschrieben bei uns, Ja. also C und C++. Und das ist dann auf eigenen Platinen oder wie ist das? Genau, das ist auf selbst gebauten Platinen, da machen wir eben das Layout und auch die Schematics quasi selber. Und auch die Produktion machen wir eigentlich alles bei uns. Genau, also einmal der ganze Prozess und dann eben die Programmierung. Aber Programmierung ist tatsächlich eher der kleinere Teil. Also die größere Arbeit ist wirklich die Hardware. Ja. Ja. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Das sieht nicht gut aus. Schauen wir mal, ob es zumindest richtig ist. Okay. Ja, da haben wir falsche Tests tatsächlich. Ja, falsch. Ja, Ja. ist wieder Es ist wieder vertauscht, ne? vertauscht. Diesmal ist es links mit oben vertauscht und unten mit rechts vertauscht. Ja, ich glaube, das muss man noch debuggen. Aber es war nicht zu langsam. Das ist schon mal, Stimmt. das ist schon mal gut. Das heißt, da muss noch irgendwas in der Berechnung richtig gemacht werden. Jetzt gehe ich mal wieder rüber zu den beiden hier. Schau mal kurz nach, wie das aussieht. Hat es geklappt bei euch mit der Optimierung? Ich glaube, das war ein Nein, ja. Da sind wir noch ordentlich dran. Schauen wir uns mal genauer an. Dann habe ich auch den Chat im Blick. Ja, genau. Okay, wir schauen uns mal kurz an hier, was sie gerade machen. Ja, immer noch mit der Heap Queue. Allerdings ist es mal weiter unten, nee, oben im Code. Ich glaube, da kann man gar nicht mehr so viel optimieren. Ich bin mir gar nicht so sicher, was man da noch machen kann. Also, while current in came from ist wahrscheinlich die Loop, die uns am meisten Laufzeit kostet, beziehungsweise vor allem dieses while open set, aber das wird sich nicht ändern lassen. Genau, das Open Set ist sozusagen unser Heap gewesen, der jeweils ein Element hergegeben hat. Das heißt, solange ich noch Elemente in meinem Heap drin bin, laufe ich da durch und nehme immer wieder das nächste und schaue, ob ich damit weiterkomme. Das ist einfach der Ansatz hier. Und jetzt sehe ich es tatsächlich gerade nicht mehr, aber das andere ist natürlich auch nochmal eine While-Schleife in der While-Schleife, was im schlimmsten Fall zu einer quadratischen Laufzeit mindestens führen kann. Das kann sein, dass das ein bisschen zu langsam ist. Müssen wir mal gucken. Moin.
Ich schaue gerade noch durch, was hier passiert. Genau. Wenn wir uns hier unseren Python-Teilnehmer von gerade eben nochmal angucken, der da drüben versucht, das Ganze allein zu lösen. Aber da war, wie gesagt, da waren noch so ein paar Bugs drin. Er hat aber auch einen sehr interessanten Code, den kann ich jetzt hier erstmal so richtig lesen. Und zwar der A-Star-Algorithmus, sehen wir auch. Die Heuristik ist genau dieselbe wie bei den anderen beiden. Also im Endeffekt, genau, steht sogar oben drüber Manhattan. Also im Grunde genommen die beiden Koordinaten oben und also halt in der Breite und in der Höhe. Er hat jetzt gerade tatsächlich einfach hier die Richtungspfeiler ausgewechselt, die in den Direction Charts drin waren. Die Richtungen selber könnten auch einfach falsch sein. Up ist... Kleiner Tipp, ich bin mir nicht ganz sicher, also wir hatten oben in der Beschreibung von der Aufgabe, hatten wir die Richtungen definiert. Kannst mal gucken, vielleicht sind die so ein bisschen weiter oben. Die anderen Dinge richtig. Bitte? Ihr löst ja die anderen Probleme richtig. Ja, bei euch nicht, bei ihm. Bei ihm ist von den Zeichen aber falsch gewesen. Und wir definieren genau nach oben, als Pfeil nach oben, das war schon eigentlich richtig. Aber, hier genau, ein größeres Y, wenn du dich nach unten bewegst, das hast du, glaube ich. Und ein größeres X, wenn du dich nach rechts bewegst. Ich glaube, das war das gerade. Weiß nicht, ob das hilft, also kann sein, dass es das war. Es war nur gerade so eine Idee, die ich da hatte. Genau, wir sehen dann unten auch interessanterweise einen sehr ähnlichen Ansatz wie bei den anderen beiden. Und zwar, wir haben hier ein Open Set, also quasi eine leere Liste, wo wir einfach reinpushen. Und zwar basierend auf dieser Heuristik, die wir definiert hatten. Bei ihm ist aber alles innerhalb vom selben drin. Und auch er hat hier wieder den G-Score und den F-Score. Also im Grunde genommen sind die beiden Algorithmen sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, jetzt haben wir relativ viel Grün hier. Hast geschafft, oder? Der da unten. Da unten fehlt noch was. Ja, der da unten ist noch nicht so ganz richtig. Ich kenne das eigentlich auch gut, aber das ist halt... Genau. Aber auch hier, der G-Score ist bei ihm ein Dictionary. Also der Code ist nicht mal derselbe. Und dann wird die Heuristik auf... Okay, ja, hier wird die Heuristik erstmal berechnet für zwischen Start und Ziel. Das heißt, wie weit sind die quasi auseinander? Das ist sozusagen unser Optimum. Also schneller geht's nicht. Schneller geht ja sowieso nicht. Weil wir die Schritte auf jeden Fall laufen müssen. Dann kommen eben noch die Hindernisse dazu. Und da optimieren wir dann sozusagen, dass wir die wenigsten Hindernisse Umwege nehmen müssen. Und das ist dann das, was wir hier in seinem Code optimieren. Das heißt, solange man eben dieses Set hat, solange da noch Schritte dazwischen sind, gehen wir weiter durch dieses Ding durch. Und wenn wir es geschafft haben, dann gehen wir in den Pfad zurück. Genau. Das ist aber sehr, sehr ähnlich der Ansatz. Und hier ist eine Wespe direkt auf dem Bildschirm gelandet. Ciao. Gut. Ja, hier ist warm und warm zieht Wespen an. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Ich kann leider nicht weiter in seinem Code lesen. Magst du einmal deinen Code ein bisschen runterscrollen? Wäre voll cool, wenn du gerade nicht dran bist, natürlich. Dankeschön. Okay, dann hat er hier in seinem Fall deutlich mehr Informationen in dem Heap gespeichert als die anderen beiden. Das heißt, auch die Kosten sind drin, auch der Pfad ist drin, komplett. Und wenn wir quasi gefunden haben, wo wir hinwollen, dann wird direkt der ganze Pfad ausgegeben, weil dann haben wir ihn ja, dann haben wir schon einen optimierten Pfad. Das heißt, der Algorithmus ist tatsächlich ein anderer. Haben wir die Richtung und das sieht ja. Es könnte klappen. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob das klappt. Genau, und dann wird hier sozusagen
Genau, durch die Obstacles durchgeleitet und dort wird jeweils alles rausgeschmissen. Ja. Gut, ich schaue mir noch mal kurz die Kommentare an. Ich bin mal gespannt, was ihr schon dazu sagt. Super Stream, ich danke vielmals. Bin auch gespannt, wie viele es von euch geschafft haben, einmal durch die Challenge durchzulaufen. Weil wie gesagt, hier, es haben ja welche mit KI geschafft, ein paar andere haben es nicht geschafft. Finde ich eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Da stimmt wohl immer noch eine Kleinigkeit nicht. Ja, jetzt ist es die Execution Time bei Beispiel Nummer 8. Nee, das ist bei euch beiden. Das ist bei euch beiden, ja natürlich. Bei dir ist es... Hast du es durchgeschafft? Scroll mal nach ganz oben. Es braucht ein bisschen, weil wir es bei uns erst noch ausfüllen müssen. Das scheint zu laden. Vielleicht auch eine sehr lange Execution Time, die du hast, weil wir testen auch sehr große Beispiele. Aber vielleicht ist das genau das, was es so interessant macht. Hat's geklappt? Ich weiß nicht genau, wo ich sehe, ob man noch raus. Ah ja, du hast die Beispiele auf jeden Fall geschafft, ne? Ja, die Beispiele haben alle geklappt. Ja, das sieht schon sehr richtig aus. Das kann natürlich jetzt noch an der Execution Time liegen. Ja, das könnte an der Execution Time liegen, weil wir auch sehr große Beispiele drin haben. Vielleicht ist da noch eins dabei, was zu lange dauert, aber das ist okay. Magst du in deinem Code einfach noch mal ein bisschen tiefer scrollen? Ich glaube tatsächlich, das hat sogar geklappt. Ja. Okay. Was passiert in Pass Obstacles? Ich muss, um ehrlich zu sein, sagen, ich habe noch nie mit dem A-Star-Algorithmus gearbeitet. Deswegen müsste ich mir das jetzt auch erstmal selber durchlesen. Ja, okay. Ich glaube, ich verstehe, was passiert. Man wird wahrscheinlich einmal die Obstacles einfach erstellen, quasi in dieser Map, weil wir immer nur den Start und den Endpunkt gegeben haben. Ja, das heißt, aus den Obstacles werden richtige Maps gemacht. Das heißt, wir haben einfach eine Obstacle-Map am Ende. Genau. Oder ein Obstacle-Set, weil ein Obstacle ist ein Obstacle, egal in welche Richtung es liegt. Das heißt, wenn du dann am Ende einfach schaust, ist meine Koordinate in meinen Obstacles drin, wo rufst du die Funktion auf? Pass Obstacles? Beziehungsweise, nee, warte, wo rufst du Obstacles selber aus? Genau, da rufst du Pass Obstacles aus, hast danach Obstacles und dann gibst du in A-Star die Obstacles rein. Und da hast du, ja, da, genau, checkst du einfach is Obstacle, das heißt, wenn einfach XY in Obstacles drin steckt. Und das rufst du wo auf? Is Obstacle die Funktion? Is Obstacle. Also die hier, die Is Obstacle Funktion. Müsste weiter oben sein. Ja, da war es. Da war es ein bisschen tiefer. Genau da. Im Endeffekt, du gehst durch also du guckst für jede Richtung erstmal. Gibst du quasi als möglichen nächsten Schritt rein. Und, warte. Genau, und dann guckst du hier in Zeile 35 guckst du nach, wenn das Ding ein Obstacle ist oder wenn es nicht mehr in Bounds ist. In Bounds, interessant. Was ist in Bounds? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Bounds festgesetzt wurden, weil man könnte ja rein theoretisch ein Obstacle haben. Beziehungsweise, nee, man hat die Endpunkte gegeben, die können nicht unendlich lang. Du hast einfach True zurückgegeben, permanent. Weil in an Infinite Grid, there is no bounds. Das heißt, du hast quasi direkt auch einen Algorithmus gebaut für ein begrenztes Feld, aber dadurch, dass es unbegrenzt ist, brauchst du es gar nicht. Auch nicht schlecht. Finde ich auch gut. Theoretisch könnte man das aber natürlich auch festsetzen, dass man es ein bisschen optimiert, sozusagen schaut, okay, wenn es sowieso zu groß ist, dann brauchen wir das gar nicht mehr betrachten. Aber das machst du im Endeffekt unten drunter. Also wenn es ein Obstacle ist, das Inbounds können wir ignorieren, dann ignorierst du den Pfad und ansonsten berechnest du den Wert oder die Kosten, um dahin zu laufen. Und wenn die Kosten größer sind als das, was du bisher hattest, dann gehst du einfach weiter. Ansonsten gehen wir hierher und setzen das als neuen Knoten, wo wir hergekommen sind. Und setzen unseren neuen Score, weil der einfach günstiger ist wohl. Und dann gehen wir weiter.
Ja, macht Sinn. Finde ich gut. Das ist sehr smart gelöst. Hast du gut gemacht. Vielen Dank. Ja, cool. Ja, ist auch mal ganz lustig, aber wo mein Nachbar hier das mal mit ChatGPT geschafft hat, habe ich gedacht, muss ich Probierst jetzt auch du mal auch mal. probieren, aber dann Ja. auch mit Python, weil C wäre ja ein bisschen witzlos, genau Ja, dasselbe genau. nochmal machen. Ja. Ja, schön. Ja. Bist du auch im autonomen Driving-Team? Nee, autonom bin ich nicht. Ich bin Okay. nur im normalen Low-Voltage Electronic-Team. Low Voltage. Ich habe an sich im Studium tatsächlich auch gar nicht so viel mit Informatik eigentlich zu tun. Was studierst du? Ingenieurwissenschaften im Okay. Allgemeinen, da ist dann auch noch mehr Mechanik und so eigentlich dabei. Ja. Okay. Aber du Aber- hast Coding auch dann im... Genau, da würde ich für sowas schon relativ lange brauchen. Ja, ja klar. Genau, aber ja, Ja. ich glaube, Spannend. Okay. das Dann, ich glaube, du hast es geschafft. Also ich glaube, das ist einfach nur bei uns noch nicht executed. Kann sein, dass gerade bei uns ein paar Leute gleichzeitig was executen wollen. Vielleicht aus der Community ein paar, die dann den Server halb lahmlegen. Who knows? Ne? Das seid ihr. Genau. Ja, was genau machst du so mit den Platinen sonst so? Also was plant ihr gerade? Ja, also das Hauptziel ist natürlich, das Ganze möglichst reliable zu machen. Also eins der größten Probleme hier auf Competitions ist ja, dass man die Endurance nicht durchfährt, also die langen Distanz quasi. Okay. Genau, da ist die Hauptaufgabe von uns wirklich, dass das Auto fährt, weil wir sind jetzt von der Performance her nicht so relevant, wie wenn man sich jetzt zum Beispiel Fahrwerk oder Aerodynamik anschaut. Ja. Die haben eine direkte Auswirkung auf die Geschwindigkeit. Bei uns funktioniert es entweder oder es funktioniert halt nicht. Da ist unser Job natürlich zu schauen, dass das Ganze funktioniert, aber sonst, meine Hauptaufgabe ist eigentlich sonst noch Daten zu sammeln. Also Daten damit sammeln. quasi Aerodynamik und Fahrwerk zum Beispiel richtig arbeiten können. Okay. Weil ohne Daten können die natürlich auch wenig machen. Das heißt, ihr habt Sensoren dann, die du ausliest und die dann übertragen werden und gesammelt werden? Genau, also wir sind mehr so das Team quasi, das für alle anderen Teams das Ganze so ein bisschen zusammenführt, das System, und für alle anderen Teams quasi Okay. Hilfe Wie leistet. macht ihr das mit dem Datensammeln und mit den Sensoren? Also was benutzt ihr da? Also wir benutzen zum einen Logging über eine SD-Karte, Okay. also da haben wir ein zentrales Steuergerät, und dann haben wir aber auch ein Telemetriemodul, das eben das Ganze über WLAN zum einen und aber auch übers Internet direkt schicken kann, also über einen VPN-Tunnel dann, Ja. weil manchmal ist das Auto ja dann doch nicht mehr ganz in WLAN-Entfernung. Ja. Genau. Und im Backup-Fall dann halt über die SD-Karte. Genau, die das zum SD-Karte kann man danach immer noch auslesen, aber durch die Live-Telemetrie kann man dem Fahrer natürlich dann auch während der Fahrt gewisse Dinge sagen. Genau. Wie macht ihr das dann über Funk? Genau, das ist einfach über Funk. Wir dürfen ja hier in der Competition leider das Auto nicht extern quasi steuern, also wir dürfen keine Einstellungen von außen vornehmen, aber der Fahrer kann natürlich am Lenkrad dann Knöpfe drücken und dann gewisse Sachen umstellen oder seine Geschwindigkeit anpassen. Das heißt, ihr seid dann sozusagen nebendran und lest aus, ey, das und das kannst du optimieren. Genau. Dann sagt ihr es ihm, was ist das denn zum Beispiel? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wir haben zum Beispiel Aerofans bei uns. Das heißt, das sind Lüfter, die unten am Auto sind, die Luft beschleunigen, um den Ground-Effekt nochmal zu verstärken. Da können wir rein theoretisch schauen, wie viel Effekt die haben, beziehungsweise durch die Ride-Height-Sensoren von uns zum Beispiel kann man gucken, okay, sind die vielleicht sogar zu stark jetzt gerade? Okay. Ist das Auto zu weit am Boden? So Sachen könnte man da machen, dann könnte man dem Fahrer sagen, Aerofans runterstellen zum Beispiel von der Leistung. Okay, verstehe. Sehr, sehr cool. Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Danke auch, dass du mitgemacht hast. Danke, dass Finde ich ich dabei eine, sein durfte. finde ich eine coole Idee, das Ganze so zu lösen und dann nochmal zu dir beim. Ist schön. Ist nice. Sehr cool. Nice. Dankeschön. Dankeschön. Gut. Dann schauen wir nochmal kurz rüber. Wie funktioniert das, wenn wir das Ganze mit Python machen und noch die Performance optimieren müssen und die Performance nicht optimiert wurde von ChatGPT? Was passiert dann? Was machen wir dann? Das sehen wir auf unserem vierten Screen. Was diskutiert ihr gerade? Wollt ihr mich kurz... Er hat mich nach unserer Perception nochmal gefragt, nach dem Leider, nach unseren Sensoren. Okay. Und ob wir damit jeweils Probleme hatten. Und hattet ihr? Ja, letztes Jahr haben wir nicht so weit sehen können, wie wir eigentlich dachten, weil uns kurz vor den Wettbewerben unser Alter leider vor Altersschwäche gestorben ist. Nein, einfach nicht mehr rotiert.
Und dann haben wir uns auf eine Suche nach einem neuen gemacht, haben dann auch einen geliehen bekommen. Wir dachten, das wäre genau der gleiche. Aber in der Zeit hat Auster eine Neuerung gehabt, nämlich dass sie den Öffnungswinkel geändert haben. Was natürlich für alle anderen besser ist. Für uns ist es schlechter, weil du hast auf einmal einen größeren Öffnungswinkel, aber dieselbe Anzahl von Layern, sprich nach 18 Meter hattest du nicht mehr ganz so viele Layer da. Ja. Hast da schlechter gesehen. Ja. Und das war letztes Jahr einfach eine kürzere Sichtweite und dieses Jahr haben wir deswegen uns für einen Below Horizon entschieden. Das heißt, man hat nur die unteren. Ich frage jetzt mal ganz blöd, was kostet so ein Lighter? Viel. Viel zu viel wahrscheinlich. Ja, aber wir kriegen den gesponsert, also Okay. das ist Gott sei Dank das Gute. Ja. Es gibt ganz viele Firmen, die nett sind und einen den ausleihen oder sponsoren und dann muss man das Geld nicht selbst haben. Sonst wäre es wahrscheinlich unmöglich. Gut, Ja. das heißt, ihr seid gar nicht mehr am Optimieren von eurem Code. Wir haben es probiert, aber wir haben es nicht schneller bekommen. Habt ihr nicht schneller bekommen? Nee, wir waren Heißt- am Überlegen. Ja, die letzte Challenge ist so ein bisschen schwierig gewesen. War nur die letzte, oder? Bei dem ganzen... Das sind die letzten zwei. Die letzten zwei. Das ist ja zu langsam Letzten für. zwei ist ja zu langsam für. Ja. Aber wir wissen noch nicht, was er besser machen könnte. Ist interessant. Wir haben jetzt Ihr habt auch GPT-4 benutzt, oder? Ja. Weil er hat ja auch GPT-4 benutzt und auch Python. Und bei ihm war es so ein bisschen anderer Algorithmus dann. Aber hat er hat nicht einen A-Star bekommen, oder? Doch, auch im A-Star. Was ist? Können wir den Code sehen? Könnt ihr machen. Also ihr könnt gerne rübergehen. Die Idee ist im Endeffekt gewesen, dass, also er hat auch tatsächlich selbe Variablen, Namen und alles gehabt wie ihr. Bei ihm war es ein kleines bisschen anders gebaut und ein kleines bisschen anders berechnet. Das hat funktioniert. Es hat funktioniert. C++. Ähm, Oder nicht auf C. Also er hat es in C++ auch gemacht, aber es war tatsächlich Python. Wir sind jetzt wieder bei der Lösung, die schon abgegeben wurde und wir sind ja schon durchgegangen. Demnach würde ich mich jetzt einmal noch uns die Also er hatte gespeichert. Kommentare durchlesen. Ich kann lustigerweise die Kommentare nicht vollständig sehen. Es tut mir sehr leid. Das hört irgendwo auf. YouTube hat einen Bug in seinem Overlay, was ich echt komisch finde. Okay. Ja, in dem Sinne, es sind alle Teilnehmer schon durch, Leute. Sind schon eigentlich am Ende angekommen. Die Challenges von gestern, die könnt ihr jetzt wieder machen. Die sind jetzt dann, wenn wir hier fertig sind, stellen wir die wieder online. Es dauert natürlich noch ein bisschen, gebt uns ein bisschen Zeit. Morgen früh könnt ihr die auf jeden Fall wieder machen. Und ich danke euch, dass ihr alle dabei wart. Ich würde euch jetzt nochmal mit nach draußen nehmen, wenn das machbar ist. Das geht. Und einmal kurz eine Abmoderation machen, wobei ich natürlich nicht so lange da sein darf, sonst kriegen wir irgendwann einen Copyright-Strike von der schönen Musik hier, die von den ganzen Ständen hier ist. Genau, das waren die Coding-Challenges, das war der Livestream vom Formula Student und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback habt für uns, wir machen das Ganze wieder am 14. und 15. August und dann in Deutschland, Hockenheimring ist das. Da könnt ihr, wie gesagt, auch gerne vorbeikommen, also selber vorbeikommen, ihr. Ihr könnt aber natürlich auch da wieder online mitmachen. Es ist hier draußen ein bisschen laut, nicht wundern. Aber ich wollte euch mal draußen einfach mal zeigen, weil es einfach cool ist. Genau. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns gerne einfach einen Kommentar oder jetzt gerade noch im Livestream, wenn ihr das hier seht. Oder schreibt mir eine E-Mail oder schreibt mir irgendwo und seid auf jeden Fall wieder dabei. Wir machen wieder coole Challenges mit euch. Wir machen wieder sehr, sehr spannenden Kram und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten Spaß. Bis zum nächsten Mal.